I feel the need for speed. Ja, heute sind wir hier bei Motorrider Malaga, dem Vertragshändler in Malaga für Kawasaki und Sim und Magbor. Und heute dürfen wir endlich die kleine Sim Fiddle 125 Probe fahren. Sie unterscheidet sich, wie ich schon gesehen habe, etwas von dem deutschen Modell. Und zwar aus dem Grunde, diese hier, die wird in Spanien verkauft ohne ABS. In Deutschland habe ich gesehen, wird sie mit ABS nur angeboten. Vom Preis, glaube ich, die hier kostet auf der Straße 3.249, kommt komplett mit der Topbox, 33 Liter von Schatt und laut Angabe von der deutschen Website von Sim fährt sie 99 km/h. Los geht's. So, jetzt habe ich meinen großen Rucksack hinten drauf und jetzt komme ich schon ein bisschen in die Quere mit der Topbox. Also, was stellen wir mal wieder als erstes fest, was kein anderer Kanal feststellt? Wenn wir einen großen Rucksack tragen, zum Beispiel zum Einkaufen, ich trage den ja fast immer, und die Spiegel sind irgendwie auch nicht ganz so toll. Sie sind zwar schön groß und rund, aber ich glaube, man kann nicht so viel sehen da drin. Ja, wenn wir einen großen Rucksack tragen, dann ist es durchaus möglich, dass die Topbox dann schon stört, denn der Sitz scheint nicht besonders lang zu sein. Das sind die ersten Eindrücke von der Sim Fiddle, natürlich nur, wenn das auf euch auch zutrifft. Das heißt, wenn ihr auch einen großen Rucksack immer dabei habt. Ja, wir haben einen großen Unterschied. Ich finde einen großen Sicherheitsunterschied hier. Habe ich euch ja auch gerade erzählt. Und da bin ich jetzt natürlich immer sehr vorsichtig, wenn ich so ein Ding fahre. Das heißt, was heißt vorsichtig? Beim letzten Mal, wo ich dahin geknallt bin, meiner Meinung nach konnte ich nichts dafür, aber vielleicht wäre das ja auch mit ABS passiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich trotzdem jetzt immer ein bisschen Schiss, mit CBS zu fahren. Aber wie ich schon sagte, in Deutschland hat der wohl ABS. Warum die zwei Versionen dafür machen und dann auch noch fast der gleiche Preis, ist schon wieder ein bisschen merkwürdig. So, wir haben ein gutes ablesbares Display, LC-Display. Scheint auch sehr stark hintergrundbeleuchtet zu sein, wie ich das so sehe hier. Diverse Kontrollleuchten da. Werde ich euch nachher noch vielleicht ein bisschen zeigen. Ja, man sitzt natürlich sehr, sehr rollermäßig hier wie auf dem Klo. Ups, bin ich auch durch den Huppel aus Versehen an den Blinker gekommen. Hier riecht es irgendwie nach Schnittlauch.
Und was kann man noch sagen? Der Sitz, ja, ist ziemlich weich, fühlt er sich irgendwie doch an wie so ein kleines Sofa, Mini-Sofa, aber es ist sehr kurz, sonst würde ja nicht mein Rucksack da hinten ranstoßen. So, der hat jetzt Euro 5 in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr schon hatte. Ich bin ja noch nie gefahren, aber ich sag's euch nur. Euro 5, was hat er noch? Dann hat er fast Full LED. Also die Blinker sind nicht, komischerweise wie immer, sind nicht LED. Und ja, ansonsten wohl haben sie den ein bisschen aufgemöbelt. Der hat eine USB-Buchse sogar. Ja, das ist auch schon fast alles, was ich euch hier dazu sagen kann. Jetzt wollen wir halt nur mal ein bisschen sehen, wie er fährt. Eins kann ich natürlich schon, nehme ich natürlich schon wieder an, weil der hat nur 12 Zoll Räder. Ich glaube, das ist ja so wie Vespa und so. Oder auch selbst diese, wie hieß sie, Yamaha. Die war ja wirklich sehr instabil. Aber hier im Moment habe ich gar nicht so das Gefühl, dass die kippt wie so eine. So, wollen wir mal maximale Geschwindigkeit hier ausprobieren. Ist ja nicht so problematisch, denke ich mal. Oh, ganz schön kalt heute Morgen. Ja, im Moment, okay, es geht ein bisschen bergauf hier. Muss ich zur Verteidigung dazu sagen. Wenn die laut Angaben von Sim auf 99 kommt, dann müsste sie ja irgendwie theoretisch irgendwie ein bisschen über 100 laut Tacho kommen, 105, 106 vielleicht. Jetzt geht es aber auch wieder ein bisschen bergab hier. Also kann ich euch das natürlich wieder schlecht sagen, aber ich habe immer noch Vollgas, damit ihr mir mal seht, wie das Ding sich hier so fährt. Ja, habe ich schon fast gedacht. Jetzt sind wir, glaube ich, ziemlich glatt hier. 107, 106 oder so. Und dann, das kann durchaus hinkommen mit der Voreilung des Tachos, dass wir da so auf 99 wirklich GPS und eingetragene Höchstgeschwindigkeit kommen. Die ersten Eindrücke mit dem Rucksack. Dann haben wir relativ große Rundspiegel. Die sind, glaube ich, ein bisschen größer als Standard, aber die sind irgendwie nicht so weitwinklig. Sprich, so viel kann ich da auch nicht drin sehen. Und man sieht natürlich sehr, sehr viel von meinen Armen. Aber so jetzt super wackelig hier ist er gar nicht. Da kam mir doch dieser Yamaha damals sehr viel wackeliger vor. Oder hatte der noch kleinere Reifen? Ja, die Roller, viele Roller hoppeln ja immer ein bisschen, was mir ja auch am Anfang nicht so ganz bewusst war, aber das scheint irgendwie Standard zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, kurzer Radstand oder was. Der hoppelt auch ein bisschen, aber es ist nicht ganz so tragisch. So, ich habe jetzt Vollgas am Berg. Hier. Wir werden gerade von einer SA 125 wahrscheinlich überholt. In der sportlichen Stellung sogar ist sie da drauf. Wahnsinn. Naja, aber scheint auch eine SA 125 zu sein, sonst würde sie sicherlich ein bisschen schneller den Berg hier hochrauschen. Ja, ansonsten Display macht einen guten Eindruck, kann man wirklich gut ablesen. Sehr viele Daten können wir ja da nicht, zeige ich euch nachher noch, sehen. Die Füße kann man gut abstellen. Man hat natürlich nicht so viel Spielraum da unten auf dem Trittbrett. Wir haben, glaube ich, auch einen Einkaufshaken. Ja, haben wir auch. Unter dem Sitz haben wir doch relativ viel Stauraum, habe ich gerade gesehen. Also der Tank ist vorne. Und mal schauen, ob er den Helmtest besteht. Und dann haben wir ja noch standardmäßig die kleine Topbox. Finde ich auch praktisch. Also für die City wunderbar, für die Überlandfahrt
auch wunderbar. Also der wackelt nicht supermäßig hier. Bin ich ja wirklich mal beeindruckt. Natürlich wieder hier alles offen und obwohl, oh, ich staune, durch diese große Lichtblende hier vorne haben wir so einen kleinen Schutz hier. Ich bin hier wirklich geschützt, das ist ja Wahnsinn. Also das haben sie irgendwie, weiß nicht, vielleicht aus Versehen oder im Windkanal gut hinbekommen, dass man hier so ein bisschen, das ist ja ein Ding, der geht sogar fast über meinen Helm rüber, der Wind. Das ist ja absoluter Wahnsinn hier heute, was wir hier haben. Also im Moment sehe ich schon das Potenzial für einen recht gelungenen 125er Durchstiegs-Kloroller hier. So, ja, die Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir gerade aufgeschrieben, habe ich schon wieder vergessen, blende ich mal ein. Aber ich glaube, die ist jetzt nicht an der Maximalgrenze von 15 PS. Aber ja, natürlich auch wieder mit vielen anderen 125er zu vergleichen, weil die oftmals ja ein bisschen reduziert werden, aus welchen vielleicht marketingtechnisch oder so, damit sie die nächst größeren verkaufen können. Fährt sich doch bei 100 relativ stabil hier. Also da bin ich schon ganz andere gefahren. Besonders auch viele E-Roller, die dann hin und her schlackern wie so ein Lämmerschwanz. Aber hier, da schlackert eigentlich nichts. Außer dieses typische Rollerhoppeln so ein bisschen. Aber vielleicht sind es nur wieder die viereckigen Reifen, kann ja auch sein. So, jetzt geht es wirklich den Berg hier hoch. Ich habe wieder Vollgas, versuche in die rechte Spur zu kommen, damit wir hier niemanden behindern. Ja, so, ich habe immer noch Vollgas. Ja, also laut hier Tacho gar nicht mal so unflott. Also, ja, 125, kann ich nicht meckern. Ja, auch so Kurven. Sag mal, es kann ja wohl gar nicht sein, dass ich mit dem hier so zufrieden bin. Also ich bin doch relativ begeistert, wie man begeistert von einem 125er sein kann. Okay, ist jetzt keine Forza und sowas alles, so ein toller Reiseroller und sowas alles, ja. Aber, hey, den mag ich. So, dann fahren wir mal schnell noch, wir haben noch ein bisschen Sprit. Fahren wir zu unserem Punkt da oben hin. Ja, das ist ja mal ein Ding. Also ich habe heute Morgen ehrlich gesagt nicht allzu viel erwartet. Natürlich die von Kawasaki, die machen sich ja dann auch mal so ein bisschen lustig. Aber passt bloß auf mit der Leistung, mit der Geschwindigkeit. Und naja, ihr wisst ja, wie das dann immer so ist unter den, wenn man sonst vorher, weiß ich, eine Z900 gefahren ist oder sonst. Aber das Ding hier, für das, was es ist, das sage ich ja immer, 125, und wir testen die und versuchen die mit den anderen so ein bisschen zu vergleichen. Da bin ich im Moment wirklich sehr, sehr zufrieden. Also mit dem könnte ich mir auch echt vorstellen, irgendwo anders hinzufahren. Selbst über Land, obwohl das ja, ist ja wirklich nur ein Stadtroller, aber könnte ich mir auch vorstellen. Also da hätte ich überhaupt keine Probleme zu sagen, hier ein bisschen Gepäck hinten, dann haben wir ja jetzt die serienmäßige Topbox. Also wie ihr gerade seht, der Fuzzi ist wieder mal doch ziemlich begeistert. Ja, ich denke mal, das war erstmal alles hier für die Probefahrt, die reine Probefahrt. Der Walkaround kommt dann gleich. Denn was anderes habe ich nicht mehr zu sagen. Also wie ihr seht, ich bin ohne kleine Muschi. Ich bin begeistert. Hier sind wir nun mit der Sim Fiddle 125, angeblich Baujahr 2023. Der Preis ist 2.999, auf der Straße 3.249 in Spanien. In Spanien haben wir nur ein CBS-Bremssystem und in Deutschland, so wie ich gesehen habe, hat der ABS. Wir haben 124,6 Kubik mit 8,4 kW oder 11,4 PS bei 8.500
und einem Drehmoment von 11 Newtonmeter bei 6500. Wir haben vorne einen Reifen 110/12 und hinten 120/12. Eine Scheibenbremse vorne 226 und eine Scheibe hinten 220. Gesamtgewicht des Rollers ist 128 Kilo. Und wir haben einen Tank von 6,2 Litern bei einem Verbrauch von 2,5 Litern. Maximal angegeben auf der deutschen Website von Simse 99 km/h Höchstgeschwindigkeit und der Sitz ist 780 mm hoch. Auf der linken Seite haben wir den Handbremshebel für CBS und die Hinterradbremse, in Deutschland dann natürlich nur die Hinterradbremse. Wir haben den Schalter, den Lichtschalter für Fernlicht und Abblendlicht. Man kann ihn zwar auch drücken, aber ich glaube nicht, dass das eine Lichthupe ist. Bei einigen Sims ist das die Öffnung für den Sitz, aber die ist jetzt hier ins Zündschloss gewandert. Wir haben einmal den Blinkerschalter links, rechts, in der Mitte drücken, Reset. Wir haben einmal die Hupe hier. Auf der rechten Seite haben wir dann noch den Gasgriff, den Bremshebel für die Vorderradscheibenbremse und den Starterschalter. Achso, wir haben auch noch einen Warnblink-Leuchtenschalter hier. In der Mitte haben wir dann das Display. Ringsherum sind die ganzen Kontrollleuchten angeordnet. In der Mitte haben wir groß den Tacho, darunter den Tankinhalt, darunter ein paar Daten, die wir umschalten können. Gesamtkilometer, einmal Trip, einmal Öl, einmal Uhrzeit, einmal Spannung der Batterie. Das war's. Mit rechts können wir das zurücksetzen. So, dann haben wir eine USB-Buchse hier auf der linken Seite mit 5 Volt, 2 Ampere. Das ist nur eine, da können wir da irgendwas anschließen und laden zum Beispiel. Auf der rechten Seite haben wir dann das Zündschloss, auch mit dem Öffnen des Sitzes. Und wir haben einmal die Tankklappe, der Tank ist vorne. Das heißt, wir haben unterm Sitz ein bisschen mehr Stauraum, aber auch nicht so viel. Dann öffne ich jetzt mal den Sitz. Und im Stauraum haben wir dann Platz für einen Jethelm. Mein Integralhelm Shark Spartan Größe M passt da leider nicht rein. Das wird sehr knapp, also das heißt, wie gesagt, er passt nicht rein. 1-2 cm fehlen da mindestens. Wird auch nicht von Sim angegeben, die sagen, ein Jethelm oder ein kleiner Integralhelm könnte also passen. Und natürlich haben wir dann in der standardmäßigen Topbox 33 Liter von Schad. Da passt mein Helm dann rein und da haben wir dann noch genügend Platz für euch. Und deshalb macht es diesen Roller, finde ich, für die Stadt definitiv sehr praktisch. One, two, three, go! Also auf jeden Fall eine Empfehlung vom Fuzzi. Sehr gut gelungen, kleines Stadtfahrzeug. Man kann sogar für Überlandfahrten, würde ich sagen, obwohl er kleine Reifen hat, nehmen. Ich bin sehr erstaunt, 12 Zoll, aber der ist relativ stabil, eigentlich ja sehr stabil auf der Autobahn. Und dann natürlich in den Kurven war ich auch sehr erstaunt, dass der sehr stabil war. Also der hat mir rundum gefallen, muss ich sagen. Und ja, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ja, die normale Leistung eines normalen 125er. Es gibt zwar auch einige, die sind vielleicht dann auch wieder ein bisschen schwerer, die haben ein bisschen mehr PS, so wie Forza und so. Aber ansonsten ist der wirklich sehr gelungen, finde ich. Wenn man den mag, vom Aussehen her, das Display ist LCD, gut ablesbar in der Sonne.
fast voll LED bis auf die Blinker. Ja, also ich kann nicht meckern. Ich finde den wirklich sehr gelungen und ja, bin auch etwas erstaunt. Ich habe da jetzt nicht so, oder ich habe sehr viel weniger erwartet, sagen wir mal so. Das ist mein Fazit dazu, sehr positiv, Moto Fuzzi approved. Das war alles hier today. Ja. Heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Moto Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.